Und dann hat er mir eine holländische Adresse gegeben. Jedenfalls, Servus zum zweiten Teil, herzlich willkommen. Wir haben Prominenz dabei, Arthur und JP. Ja, wir haben den M5 jetzt gestern bekommen. Und hier geht es jetzt im Grunde um eine Bestandsaufnahme. Erstmal natürlich dann auch für eine Kalkulation. Und es sieht tatsächlich bitter aus. Es sieht wirklich bitter aus. Und deswegen stellen wir uns jetzt die Frage, ey, bauen wir den auf oder zerschlachten wir den und legen uns den Motor ins Lager? Und vielleicht sagst du mal, oder ihr zwei, was hier passiert ist. Also auf jeden Fall denke ich mal, ist der Schaden so krass, dass nicht nur der Treffer darauf gekommen ist, sondern ich glaube, das Federbein kam nach hinten. Weil wenn der hier so einen Schaden hat, wird die Felge mit Reifen dort reingegangen sein. Genau. Weil du siehst hier nämlich ein Blech, also kein Reparaturblech, sondern ist einfach ein Blech drauf geballert worden. Was hier, guck mal, das ging ja hier in die Wand rein. So, und da der den Dom ja fest verschraubt hat, der Dämpfer hat natürlich einen gewissen Arbeitsraum, wo der weg kann. Aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel die beiden von der Höhe schon vergleichst, denke ich mal, wird der auch so. Nee, der wird so weggegangen sein. Weil das Rad wird so da reinmarschiert sein. Deswegen ist der Schweller auch so weggeknickt. Ja, der war mit Sicherheit bis hierhin eingeknickt. Genau, da war Felge. Ich denke auch, da war der ganze Achskörper drin. Genau. Ja. Und dann ist auch die Frage, was alles hier bergauf geht, ne? Und wie die Scheibe auch drin sitzt. Das ist aber, weil der Beifahrer-Airbag aufgegangen ist. Die Scheibe ist ja kaputt gegangen. Ja, weil wenn du die Scheibe rausnimmst und vermisst den mal über Kreuz, wird, glaube ich, auch spannend sein, wie A-Säulen stehen. Also ich glaube, dass das schon richtig gebumst hat. Aber E39 kann man eigentlich noch gut machen. Ne? Ist ein bisschen ja, definitiv, klar. Leichter als die 60, weil die 60 war ja stark heraus und Alu-Vorderbau. Genau. Auch viel geklebt. Genau. Und deswegen ist es da ein bisschen tricky. Aber selbst wenn du hier zum Beispiel hier alles rausbohrst, austrennst und wir meinetwegen auch hier die komplette Seite machst. Also ich kalkuliere mit einem 10er für Karosserie und Lack. Für innen habe ich noch sehr, sehr viel. Die Scheibe kommt sowieso raus nachher für eine Komplettlackierung. Und dann es wird viel, denke ich, aber ich glaube sogar 10 lohnen sich. Weil selbst wenn das Auto nachher tiptop dasteht, auch wenn er einen Treffer vorher hatte. Erstens kannst du damit fahren, das ist ein Auto, was Spaß macht zu fahren. Ja, und die Wertentwicklung, auch wenn er nachher einen Unfall hatte, weniger wert wird auf keinen Fall. Da habe ich eine Frage, wo liegt denn so ein Auto in einem richtig super Zustand? 50. Nicht mit der Laufleistung, weil er hat schon 250 drauf, hat bei 100 einen AT-Motor bekommen. Guck mal, wir haben unseren Imola Roten. Nee, sag mal, einen 250.000 gelaufenen M5 bei 30. Ohne Schaden. Mit Schaden steht einer drin für... Nee, ohne Schaden. Was? Ohne Schaden... 30. Ne, 33, 34 würde ich sogar fast sagen, weil es ein Facelift ist. Ja. Die Vor-Facelifts auch mit hohen Laufleistungen... Also ich würde es nicht machen. Echt nicht? Nee, ich würde es nicht machen. Ja gut, aber du bist doch nicht so BMW-affin. Doch, ich bin volles Rohr BMW-affin, aber nicht unfallaffin. Scheiße, damit machst du im Grunde jetzt schon alles kaputt, ey. Nein, also das ist ja nur meine Meinung. Du hast natürlich anderen Zugriff. Du hast das ganze Motorenthema, du hast einen Innenraum, hast du gesagt, du hast Räder, hast du gesagt, du hast all diese Sachen. Dann fügt sich das zusammen. Aber wenn du dann nachher das Auto da stehen hast und du hast jetzt einen 10er gesagt, 10er für Blecharbeiten mit Lacken, ich weiß nicht, wie gut ihr euch kennt. Gut. Ja. Die ganze Karre muss ja gelackt werden. Natürlich. So, das ist für einen 10er natürlich, wenn man das perfekt haben will, dass er dann diesen 33er Wagen, der ja unfallfrei ist, Originallack ist, übertrifft, würde ich, ne, also hinten sehe ich schon grinsen, ich würde dann schon sagen, wenn ich das da stehen würde und habe die beiden Autos da stehen, würde ich ein Original nehmen. Ja, natürlich. Aber mir geht es ja auch darum, anmelden, fahren, weil ich habe ja noch den Imola Roten mit ein paar und 80.000 Kilometern. Dann nimm den Motor raus und kauf den für 33 und melde den an und fahr. Ich habe hab schon 7 Motoren im Lager stehen. Ja, okay. Das ist ja genau die Idee. So, jetzt schlachten wir oder bauen wir neu auf? Getriebe würde ich nehmen. Ist klar. Aber du wunderst dich, ne? Es kommen dann Leute, die im Hinterachslift mit Antriebswellen, da zahlen die irre Summen für. Ein Getriebe kostet 2 Mil, so ein Motor jetzt mit 150.000 gelaufen, weil der ist ja AT neu BMW gekommen bei 100. Wenn du den jetzt inserierst, kriegst du 8 Mil. Problemlos. Ja. Aber dann hast du ja gar nichts mehr. Weil der Innenraum ist tot, das Auto ist tot. Du kannst aber trotzdem so eine Karosse kriegst du noch verkauft für 2.000 bis 2.500. Ich habe eine Frage. Ich weiß es nicht. Ja. Ein 520i E39, ist das dasselbe Chassis? Nein. Weil der hat die 45er, Batterie hinten in der oder? Mitte. Du hast 2 Dämpfer, rechts und links, und deswegen wandert bei dem die Batterie in die Mitte. Alle anderen E39 außer M haben die Batterie immer rechts hinten sitzen, weil sie immer nur einen Dämpfer auf der linken Seite haben. Deshalb habt ihr den Kombi umgebaut. Deswegen haben wir bei unserem Kombi auch von der Limo das Heckblech. Ja. Und als so ein schönes Videorestaurationsprojekt, man kauft einen guten 520er, Ja.
baut alles neu um in das Auto, macht dann eine Wunschgausse, British Racing Green, keine Ahnung was, mit der Innenausstattung, sieht super geil aus. Sieht geil aus, Ja, ja. mega geil. Und nimmst halt einfach ein heiles, unfallfreies Chassis, wechselst das Heckblech, weil ein Heckblech wechseln im Vergleich zu der Scheiße Nix. ist gar nichts. Aber dann fehlt dir die originale M5-Fahrgestellnummer. Die fehlt dir. Die fehlt. Aber du willst doch anmelden und fahren. Ja, aber trotzdem soll es ein M5 bleiben. Wenn ich weiß, es ist ein 520i, ja, den ich auf M5 gemacht habe, habe ich da keinen Spaß drauf. Hättest du Spaß an dem Bums? Zu wissen, dass der so aussah? Ich weiß ja, dass er perfekt arbeitet. Weißt du, wie es aussieht? Wie Schutzgas ohne Gas an. Genau so Sieht wirklich aus. Ja. Es sieht aus, als ob einer anfängt und merkt auf der Hälfte so, ist die Gaspulle überhaupt auf? Weil so eine Schratte- Oh jo, die Gasflasche war zu. Hey komm, wir gucken uns jetzt mal von unten an. Jo, Da wird glaube ich nicht so viel sein. komm. Ja, vor allem, warum macht man sowas bei so einem Auto? Ne? Ey, Holland. Holland, ja. Holland ist anders. Also nichts gegen Holländer. Nein, auf gar keinen Fall, aber die haben da ein anderes. Qualitätsbewusstsein. Nee, auch der Anspruch ist anders. Oder wir bauen noch ein Kombi. Oder wir bauen noch einen Kombi. Ja, Vorsicht, oder? Oben. Nein, Nee, es liegt schon. Siehst du? Und ganz ehrlich, wird nichts ändern. Der Motor war auf jeden Fall schon mal fies auf, ne? Was war der? Der war auf jeden Fall schon mal fies auf hier. Ja, Dichtmaß hier war Stabi. ein anderer. Das ist nicht Serie. Aber guck mal, auch hier, ey. Ich weiß nicht, wie die den verladen haben. Vielleicht ist es auch ein Übersee, dass er auch vom Container kommt oder so. Nee, ich habe die Fahrgestellung mal gecheckt. Der ist deutsch, aber Bordliteratur niederländisch. Ja, oder man macht wirklich nochmal ein Kombi. Ja. Weil zum Aufbauen ist der, glaube ich, zu tot. Ja. Selbst wenn wir Teile haben, Also ich glaube, der ist nicht krumm. Hier. Längsträger, du würdest das auch sehen. Ja, es spaltet sich dann immer so auf. Am besten ist tatsächlich, wenn man ein Kombi bauen sollte, nochmal ein. Erstens wäre es eigentlich scheiße, weil wir dann den Wert von unserem reduzieren würden. Ja, aber ansonsten vielleicht dann erstmal zum Alex Trockeneis strahlen vernünftig, damit du die Teile auch nachher anständig auch in die Hand nehmen kannst, weil auf so einen Schmodder hast du ja keinen Bock, ey. Also ich habe auch schon öfter Trockeneis gemacht und also Wir auch. ich will jetzt nicht schlecht reden, aber der ist echt schon müde, ne? Also Trockeneis hin oder her, Trockeneis ist echt. Ich schon weiß, gut, aber ich habe das ja bei den alten 993, all die ich hatte, Ja. auch gemacht. Bei Porsche kommt das ja auch gut, weil da so viel Wachs und all sowas. ja. Ne? Aber der ist echt müde, ey. Ich meine, für 14 trotzdem, du könntest ins reinstellen, der ist heute Nachmittag weg für das Geld. Ne? Also du verlierst da kein Geld. Wirklich? Natürlich. Der hat den für 16,5 inseriert. Und ich war dann da, er sagte, ey, guck mal, Hermann, hier, ey, es waren knapp 90 Leute, die sich an dem Tag bei mir gemeldet haben. Wirklich? Ja, Mann. Der hat den am Dienstagabend inseriert, Mittwoch war ich da. Für den Becher? Für den Becher, natürlich. Guck mal, inserieren einmal so ein Kombi-Instrument von so einem ohne Pixelfehler. Gibt 600 € für. Selbst für die toten Sitze kriegst du problemlos 1,5 bis 1,8. Es wird immer weniger und weniger. Ja, weil E39 im 5 steigt ohne Ende. Guck mal, wir haben den hier zum Beispiel. Der kam mit einem Motor, der lief noch. Ne? Der Kunde hat den geerbt. Und das Auto schon 3,5 Jahre in einem Carport. Und wir haben jetzt den Motor gemacht und jetzt macht der Artem auch den Lack. Der hat auf der anderen Seite Blau, ne? Nee, Le Mans. Memo manche. Und der muss den auch fast komplett machen und der Kunde sagte dann, ey, wir haben gesagt Zusatzmaterial, wir brauchen Bremsen, wir brauchen Querlenker, wir brauchen dies, auch um den Motor herum viel und Lack zusätzlich. Jetzt halt 24 bei uns für den Motor und für Lack am Ende. Und so eine Kiste ist auch ein 2001er, hat 350 gelaufen, der bringt trotzdem... 350 gelaufen? Ja. Der teuerste, der jetzt mal drin stand, war auch ein Facelift, 86.000 €. Das ist nicht so wie bei euch im Video damals hier, weißt du, ich habe mir das angeguckt, wo ihr dann einen kompletten gekauft habt, irgendwie für 9 oder was? Oder Ja, kaufen ja, wolltet ja. bei diesem am Restaurantbesitzer. Ja, Die Zeiten sind schon die längst Zeiten vorbei. sind vorbei. Ich habe es nur mitbekommen, das fand ich lustig, da habe ich bei dem 500e, Ja. habe ich mich auch ein bisschen reingelesen und da war so ein Autobildbericht und da stand drin, wenn Sie einen sehr guten kaufen wollen, dann müssen Sie schon 17 investieren. Da habe ich mir nur gedacht, deine Mutter investiert 17. Weißt du? Wenn du das so liest, ist das echt, tut das echt Ja, weh. ja, aber du musst dir überlegen, E30, M30 ist sowieso auch schon über die Ja, Grenze, ja. das ist tot. Aber das hier zieht alles nach E46 M3, ja, E36 M3. Gerade wenn du auch Sondermodelle hast. Ja, und wenn du hier am Ende oder einen schönen Facelift E39 M5 hast, erstens fahren die Autos schön, Ja, ja. die fahren Bombe. Das Auto fährt, ich liebe dieses Auto. Ich finde das ganz, ganz toll. Mein damaliger Traum als kleiner Junge war wirklich, du kaufst einen normalen Fünfer, weißt du, wenn du so jung bist, machst du dann Endrohre und sowas, Ja. holst die Räder, das war so der damalige Traum.
klar, das ist Aber einen M5 konnten wir uns früher gar nicht leisten. Natürlich nicht. Das war M5, alles was ein M5 war. 200.000 Mark. Nee, 140.000 Mark war. 140.000 Mark. Ja. Also sowas wird es nie wieder geben. Das Nee, ist wird's halt- nicht. Das ist crazy. Aber das- trotzdem, wenn ich hier so also mein Bauchgefühl sagt, wenn ich hier so vorstehe, sagt mein Bauchgefühl, wenn ich das sehe, klar. Aber wenn ich das sehe, sagt mein Bauchgefühl mir, aua. Nee. Meins auch. Meins tatsächlich auch. Wo ich das jetzt gesehen habe. Aber du wolltest, dass wir alle sagen, geil. Nö, gar nicht. Ich wollte einfach deswegen jetzt auch ganz blind da rein. Ich will die Einschätzung einfach haben. Ne? Und ich meine, ich bin ja auch, manchmal belügt man sich ja. Ne? Voll. Total. Ich bin der Profi. Ja. Ich brauche das jetzt. Ich muss Ja. das jetzt kaufen. Und deswegen haben wir uns das gar nicht lang vorher angeguckt. Eigentlich, wir haben nur den Kotflügel abmontiert und du bist dann direkt dazu gekommen. Und Aber jetzt, du wusstest das. was denn? Du wusstest, dass es so schlecht geschweißt ist. Ich hab's von oben gesehen. Ach, du hast ihn. Ach so. Ich hab's von oben gesehen. Also im Und ich Rathaus hab auch noch nicht. viel Zubehör dazu gekriegt zu dem Auto. Wie gesagt, den Träger vorne mit Scheinwerfern. Ich habe die M-Stoßstange habe ich mit dazu gekriegt. Ich hab, Facelift, ne? ja, Facelift. Und ich habe noch Türen dazu bekommen, wahrscheinlich von dem Auto, wo das Rathaus von genommen wurde. Aber ich brauche halt auch die Türen für den. Und eine Heckklappe auch eine rostfrei, für ihn hier. Und deswegen, wenn ich Schade mit der Heckklappe. wenn ich das abziehe, ich habe 2 Heckklappen bekommen. Das ist super. Und wenn ich das abziehe, ist die Kiste nachher auf 13,2 vielleicht gewesen. Ja, ey, who cares? Du kannst jetzt die Auspuffanlage, baust du ab, machst schön sauber mit originalen Cuts, auch wenn die verdellt sind. Da Kriegst du kriegst du- 800 bis 1000. Ja, ist die glaube ich. Ja, so ist es. Und selbst wenn man zerschlachten, ey, wie oft wir... ne? Ja, aber du hast eine, die scheiße ist. Okay. Ich sag mal, wäre ja nicht der erste Unfall im 5, den du kaufst. Ja, haben wir. Italien. Das musst du dir mal angucken. Wir haben in Italien mal eingekauft. Das kam auch über einen Kumpel, der kannte diesen Händler. Ja, und ich den angerufen, ja, alles klar, sauber, unfallfrei. Wir 2 Deppen, Alter, fahren nach Mailand, fahren dann nach Brescia rüber. Hey, passt alles. Aber ich war schon ein bisschen skeptisch. Aber du guckst ja nachher nicht, wenn du über einen guten Kumpel, wenn die sich kennen und schon eine Geschäftsbeziehung haben, fängst du nicht an, auch sauber. Lack zu messen oder irgendwas. Wenn der dir sagt, ist top, dann ist top. Wir haben 37,5 bezahlt, 45 heute haben, das Auto. V10. Nein, so ein. E39. In 39. Wie viel bezahlt? 37,5. Wann? Vor 2 Monaten. Und 45 Volt haben wir. Das Auto hat 82 gelaufen. Vollleder, Außenblau, Innenblau, sogar mit einem kleinen Kühlschrank. Kennst du das von mir? Ja. Und Alcantara-Himmel, Ja. allen Scheiß. Das sah wirklich super aus. Dann sind wir zurückgekommen und schon nachts haben wir gesehen, die Scheinwerfer stehen runter und gebrochen, diese Halter haben die offen. Und dann nachher zu ihm, Lack gemessen, zack, Seitenwand schon ersetzt, Rost innen drin, weil schlecht ersetzt. Dann habe ich den Kerl Auch angerufen. eine Ich sag, Schutzgasgeschichte. Wirklich? ja, Punktgeschweiß, alles. und es war komplett am Arsch. Und dann haben wir das erste Video hochgeladen. Und dann ein paar Tage später ruft er an und sagt, ey, die Leute rufen mich an und sagen, ey, du bist ein Verbrecher, ne, was dies und Well, tell me, let me think. das. Ey, und dann ruft er mich an und sagt, ey, nimm das Auto raus, ich habe euch gar nicht erlaubt zu filmen. Ey, wir haben den 3 Stunden lang gefilmt. Wir haben ihn am Anfang sogar noch gefragt, das haben wir sogar auf Film. Schatzi, ich habe ein paar Jahre lang eine Fernsehsendung gemacht, Ja. wo das auch um Gebrauchwagen ging. Vielleicht kennst du die PS Pro. natürlich. Macht Spaß, Mann. Nein, aber das war andauernd. Echt Wenn die jetzt? es nachher gesehen haben, haben die Leute gesagt, ich habe euch gar nicht erlaubt zu filmen, so Digga. Ja. Du hast sogar Kohle bekommen, dass hier zu dir kommt, weißt du? Ne? Und das ist halt einfach, weil die Leute lügen. Und die Kisten stehen nachher. Der hat zum Glück nachher rückabgewickelt, hat ihn auch selbst wieder abgeholt, was cool war. Ich habe ihm gesagt, wir können noch einen Hast du Video Abschlag... rausgenommen? Bitte? Video raus? Video, das erste haben wir rausgenommen. Im zweiten haben wir uns so gut wie möglich unkenntlich gemacht. Aber halt nur auch wieder dann im Vorspann. Ne? Aber wir werden es wieder reinknallen. Ja. Ja, weil es ist halt so. Man muss aber solchen Leuten auch, also ich sehe es immer so, da ist eine gewisse Verpflichtung. Weil viele schützen sich ja, auch gerade im Ruhrgebiet, das wusste ich nicht. Ja. Und dann sind die für sich ja fein mit der Nummer. Und dass wenn du ein Auto in den Markt bringst, wo Menschen mit fahren und auch Teilnehmen am Straßenverkehr, das ist auch ein gewisses Sicherheitsding und du handelst mit diesen Dingern, dann musst du gucken. Dann musst du's wissen. Das heißt nicht, dass du so machst und sagst, ja, habe ich nicht gesehen. Das macht keinen Sinn. Und und das Geschäft ist schwer, aber viele gucken ja gar nicht und geben sich auch gar keine Mühe und verbimmeln die Scheiße, einfach wissen es auch. Oder wissen es auch nicht, aber haben wir nicht geguckt. Und ich finde, den muss man leider auch an die Karre pissen. Und ich finde, ein Verkäufer hat die Verpflichtung zu wissen, was er verkauft. Ganz einfach. Weil, wenn du irgendeine Scheiße ja, verkaufst, die pissen dir direkt an den Karren. Bei mir Volles genauso. Tor, volles Und Tor. wenn du nachher vor Gericht bist, dann sagt der Richter, Mann, du machst das doch hauptberuflich. Ja. Du musst es wissen. Ja. Und das ist aber deine Schuld. Das ist, glaube ich, auch die Müdigkeit, die entstehen kann über die Zeit. Ne, wenn die das irgendwie 15 Jahre machen, dann gucken die nicht mehr, weil die einfach müde sind. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich Bei kann Motoren, Sachen, du hast Motoren. Ja. Und beim Motor darfst du nicht müde werden. Der Nein. muss immer genau sein.
Aber bei einem kompletten Produkt, ein ganzes Auto, der springt an, der fährt, der bremst, der gibt Gas. Fahr. Hey, aber wenn du einen der teuersten M5 inseriert hast, die es damals auf dem Markt gab, Ja, okay, dann. ne, dann misst du alles durch. Ansonsten schreibst du nicht unfallfrei hin. Nein. Perfect Condition, unfallfrei. So. Wenn Kamera gleich aus ist, kann ich dir Storys erzählen. Ah. Wir machen jetzt trotz alledem mal eine ganz, ganz harte Kalkulation. Selbst wenn wir das Auto machen würden, gut machen und auch technisch nach bestem Standard, also nach bestem Karosseriehandwerk einfach auch. Genau. Ja, das meine ich. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Rathaus vorne komplett mit dem Dom, musst du machen. Ja. Im Grunde musst du alles ausbauen, komplett ersetzen. Ja. Mit dem Längsträger kannst du stehen lassen. Und was hast du gerade gesagt? Ich habe geschätzt, ich müsste gucken, was es kostet, ob es überhaupt zu kriegen ist. Ja? Aber ich würde sagen 1,5. Er sagt jetzt gerade bei jedem Auto, wo du vielleicht sag einfach. Ja, bei jedem Auto wurde halt so ein Längsträger ersetzt. Allein der Längsträger oder hier Kotflügelaufnahme, Radhaus, das sind alles extrem teure Teile. Klar könntest du jetzt auch hergehen, die aus einem... Nee, will ich nicht. Wenn Genau. dann nur neu. Wenn dann neu, du kommst nicht hin mit deiner Rechnung. Also 2,5 sagst du. Arbeit, den austrennen, neu reinmachen, sind 2 Tage, 3 Tage Zwei Arbeit. Tage, 2,5 Tage auf jeden Ja gut, Fall. also dann nochmal 2,5 on top. Ja, sind wir schon bei 5. So, und dann hast du noch alles drumherum. Na, so. Alles drumherum, Anpassungsarbeiten erstmal. Genau, immer wieder zerlegen, wieder zusammenbauen, zusammenstecken, schweißen. Ja. Das heißt, wir kommen da mit dem 10er schon gar nicht hin. Das heißt, wir müssten fast das gleiche nochmal in Karosserie investieren, Genau. wie das Auto gekostet hat. Würde ich schätzen, ja. Und dann ist er von innen aber immer noch Bulle. Ich habe gestern diese Brüherleisten, habe ich gestern lang mit einem geschrieben bei Kleinanzeigen. Der will für den ganzen Satz mit Schallknauf will er haben 775. Ja. Mit Versand. Ja klar kann ich auch davon ein bisschen was verkaufen, aber damit will ich mich gar nicht bei Kleinanzeigen rumschlagen. Und dann, bis der tippitoppi ist, kostet die Kiste 30. Und jetzt ein unfallfreier liegt bei 30 mit der Laufleistung. Genau. Und dann geht die Rechnung nachher nicht auf. Selbst wenn ich den 10 Jahre halte und will den nachher verkaufen und jemand weiß, dass so ein Schaden dran war, der kauft mir die Kiste nicht ab. Ja. Und vertuschen oder es nicht sagen, kannst du nicht. Weil dann fährt der Typ, erstens ist es arglistige Täuschung, ja, das verjährt auch nicht. Da kann jemand das Auto kaufen, 10 Jahre fahren und selbst wenn er es weiß oder findet es raus und sagt es mir aber nicht, ich habe es ihm mal verschwiegen, dann wandelt er die Kiste nach 10 Jahren wieder. Ja, und du weißt selber, wenn du einmal anfängst, kommt immer noch was dabei. Ja. Ne? Also, Wir haben jetzt auch gerade von unten gesehen, der hat noch ein bisschen Korrosion. Ist nicht ganz so schlimm. Ja. Er stand einfach auch lang, da ist viel Dreck, Spinnweben, all sowas. Aber trotz alledem haben wir hier, glaube ich, den schawelsten und schlechtesten M5 gekauft, den es einfach schon lange gab. Trotz alledem, Motor hat jetzt 150 gelaufen. Ich glaube, ich zerschlachte den einfach. Ja. Oder ich stelle ihn einfach rein. Und ich hatte jetzt auch Transport und ein bisschen, ich habe die Türen gekriegt für den blauen, vielleicht für einen Tausender mehr, weil es waren viele Interessenten. Er hatte an dem einen Tag knapp 90, hat er uns gesagt, ne? 90 Leute. Und er wollte 16,5 haben. Ja. Der hatte Angebote über 12,5 blind. Wahrscheinlich aber auch dann für Leute, die zerschlachten. Ja, wie du schon sagst, was ist denn allein der Motorwert? Den Motor würde ich gar nicht verkaufen, stelle ich mir ins Lager. Ja. Aber selbst wenn du den Rest verkaufst, auch Getriebe, Hinterachse, du musst überlegen, die Hinterachse sind mittlerweile im Netz inseriert für 1.500 bis 2.000 Euro. Wahnsinn. Das ist verrückt. Ja. Und trotz alledem, Tacho, da gibt es Geld, für Innenspiegel gibt es Geld, für Dachhimmel gibt es Geld, für Karosserieteile eigentlich fast nicht. Gut, auf jeden Fall. Ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Aber ich denke, entweder kaufen wir uns einen Imola-roten Kombi, damit wir Imola-roten M5 haben, und vielleicht nochmal einen Imola-roten Kombi bauen und noch so einen roten M3. Das finde ich geil. Aber es ist halt einfach geil, mir macht das Spaß, weil ich stecke da in jeder Schraube drin. Ich habe ja damals auch angefangen eigentlich mit den 39 Schlachten während der Uni. Okay. Und dann bei eBay damals verkloppt die Scheiße. Und im zweiten Semester haben wir mit dem 5 in die Uni gefahren. Das war Aber geil. das ist schön, weil bei mir war das auch so, Autos, die aus der Zeit kommen, die zieht man mit von der Begeisterung bis heute. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch Autos, die kenne ich, jeden Quadratmillimeter von diesem Auto kenne ich. Die gibt einer eine Schraube und du weißt direkt, wo sie sitzt. Ja, genau, und Drehmoment. Ja. Ne? Das ist wirklich so. Scheiße, ey. Ja gut, ey, dann hören wir jetzt hier auf. Das war eine ziemlich kurze Bestandsaufnahme, würde ich sagen. War sehr ernüchternd und schreibt uns mal was dazu, was wir damit machen sollen. Wäre ganz interessant, vielleicht hätte doch einer Interesse. Oder ich stelle ihn ein halbes Jahr weg und sie reden dann für 19 kaputt. Kannst du auch machen. Oder unfallfrei. Nee, das auf keinen Fall. So, komm, Feierabend. Viel Spaß mit dem Video. Tschüss.